Und bei mir im Studio ist unsere EM-Expertin Felicia Pochhammer. Ja, Feli, also Achtelfinale morgen, ne? Die Spannung steigt, ne? Heute müssen wir noch mal ohne Fußball auskommen, aber wir nutzen die Zeit. Ganz genau. Und du wirst uns jetzt mal ein paar schöne Statistiken. Richtig. Wir wollen noch mal ein bisschen auch natürlich nach vorne schauen auf das Spiel, aber auch noch mal ein bisschen zurückschauen auf diese Gruppenphase. Eigentlich sollte man ja nie nach hinten gucken, oder? Ja, doch ein bisschen schon in diesem Fall, weil da war doch sehr viel Kurioses dabei, Carsten. Das schaust du dir mal genau an. Ja, bin gespannt. Na, darfst du sein. Ja, wir schauen mal auf diese Gruppenphase, die ja nun wirklich gespickt war mit Rekorden und doch sehr interessanten Statistiken. Beginnen wir mal mit folgender, nämlich die Eigentorstatistik. Ja. 2024. 7 Eigentore gab es jetzt bereits schon in der Vorrunde. 2020 waren es 11 Eigentore, allerdings im Verlauf des gesamten Turnieres. Ja, und sehr kurios, in den 5 EMs davor gab es insgesamt nur 8 Eigentore, also 8 in 5 Turnieren. Also da kann man sehen, die sind ganz schön nach oben geschossen, die Zahlen für die Eigentore. Ja. Und das heißt dann auch, EM 2022 und 2024 sind 2/3 aller Eigentore geschossen worden. Ja, das ist schon ordentlich, muss man sagen. Machen wir weiter mit einem weiteren Rekord. Es gab nämlich bei den Toren in der Nachspielzeit einen neuen Rekord. 2024 gab es nämlich 10 Stück, die nach der 90. Minute gefallen sind. Natürlich, das hier ist das Schönste, was wir hier sehen von Füllkrug Rüdiger. Da in der Kombination, das hat uns natürlich nach vorne gebracht. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und dann gab es 2016 tatsächlich 9 Tore nach der 90. Minute. Also diesen Rekord haben wir dann auch schon eingestellt. Weiter geht's mit diesem Kuriosum. Das hat sehr gut geklappt, muss man sagen. Dieses Kapitän darf nicht meckern, das Rudel, nur der Kapitän darf meckern, meine ich, das Rudelverbot. Man fragt sich, warum das tatsächlich nicht vorher schon mal eingeführt wurde. Das sagen sich auch die Verantwortlichen. Die Bundesliga prüft diese Regel nämlich jetzt tatsächlich auch schon für die Bundesliga umzusetzen. So, und dann hatten wir natürlich auch noch dieses Europameister der Altersrekorde. Pepe ist gerade mal 41 Jahre und damit aber schon der älteste Spieler dieses Turniers. Jamal, der ist 16 Jahre, damit der jüngste. Und dann haben wir auch noch Julian Nagelsmann, der mit seinen 36 Jahren auch der jüngste Trainer aller Zeiten ist. Also insofern, da haben wir doch jede Menge Rekorde. Und auch dieser Rekord ist wirklich erstaunlich. Schauen Sie mal hier, das sind gelbe Karten und auch rote Karten. Nicht etwa im gesamten Turnierverlauf, nein. Nur für dieses eine Spiel Tschechien gegen die Türkei. Da hat es gelbe Karten gehagelt, muss man sagen. Also sowas hat man lange nicht gesehen. Allerdings ist das nicht wirklich allzu schön. Schauen wir mal auf die Superstars dieser EM, die irgendwie aber gar nicht so super performen, muss man sagen. Mbappé, bislang nur ein Elfmeter-Tor. Kane hat noch gar keins geschossen und auch der gute Ronaldo hat noch kein einziges Tor geschossen in diesem Turnier. Da müssen sie sich alle noch mal ein bisschen anstrengen, würde ich sagen. Vor allem jetzt im Achtelfinale. Da muss tatsächlich noch mal ein bisschen zugelegt werden bei den Kollegen. Und vor allem schauen wir natürlich in diesem Achtelfinale auf unsere Begegnung, auf die Begegnung Deutschland gegen Dänemark. Und da hat sich der Kollege Schlotterbeck schon einmal geäußert. Er ist der Meinung, die Dänen sind durchaus spielstark. Hören wir mal rein. Deswegen, ja, probiert man sich so gut vorzubereiten, dass man sie irgendwie ausschalten kann. Sie haben trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität vorne, auch mit ihren Einwechselspielern. Wie gesagt, Yusuf Poulsen kennt man auch aus der Bundesliga. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn du viel den Ball hast, dann kann nicht so viel passieren. Deswegen probieren wir viel den Ball zu haben, unseren Matchplan durchzubringen, weil dann haben wir sehr gute Chancen, Dänemark zu schlagen. Ja, hoffe natürlich, dass dieser Plan aufgeht, unserer Mannschaft, die Dänen dann zu schlagen. Auf jeden Fall ist die Laune im Camp durchaus gut. Wir haben natürlich mal wieder geschaut, was wurde da so gepostet. Und da sehen wir hier den Kollegen Thomas Müller. Mal wieder für ein kleines Späßchen gut. Er rennt
hinter Füllkrug her mit einer Gatorade oder Wasserflasche. Man weiß es nicht so ganz genau. Der wird dann noch mal richtig schön nass gemacht. Das hat dann hinterher auch noch mal für viel Erheiterung im Netz gesorgt. Also wir sehen es, unsere Mannschaft ist gut drauf. Man bereitet sich vor, aber man ist locker und flockig. So kann es doch weitergehen. Locker und flockig, ja. Ja. Was heißt das jetzt, Felicia? Soll ich dir jetzt noch eine Stunde Zeit geben, dass du überlegst, dass du mir erst im Welt am Ball sagst, was du tippst, oder kannst du es jetzt schon? Hast du dich schon festgelegt oder brauchst du noch ein bisschen Nachdenkzeit? Nee, ich glaube, es wird ein 2:0 für Deutschland. Also Schwarzkopf 2-1, Feli 2-0. Ich bin sehr optimistisch. Was sagst du denn? Ich weiß nicht, Rainer aus der Regie, unser Director. Doch, du hast doch eben schon 2:1 gesagt. Auch, Ich oder habe nicht? gar nichts gesagt. Nee? Nee, und der macht mir gerade Druck. Ich muss jetzt aufhören. Also Okay. Ich sag's dir nachher, ja? Bis später. Bis später, danke schön, Felicia.